Jetzt generell würdest du sagen, dass das, was da jetzt passiert ist, deine Situation ja verbessert hat, oder? Also du sagst im Grunde, dass es schon jetzt so ist, dass es letztlich schwieriger geworden ist. Wir reden jetzt von den letzten paar Tagen, Wochen und so weiter, hier nach Fiat umzutauschen. Spricht da die FED, die EZB und die SNB mit gleicher Sprache oder also sind die da eigentlich komplett aufeinander abgestimmt oder gibt es da Unterschiede? Das würde bedeuten, dass es jetzt dort auch die einzelnen Players in dem Markt dann zumindest in Zukunft reguliert werden. Ja. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, heute sprechen wir ja über Kryptowährung. Nicht das erste Mal bei uns auf dem Kanal. Wieder einmal haben wir einen Experten auf diesem Gebiet, wieder Simon Fundel, eingeladen. Wir sind froh, dich heute wieder bei uns zu haben, Simon. Und ich habe nachgeguckt, unser letztes Gespräch haben wir im November 2021 aufgezeichnet. Und es ist viel passiert, kann man sagen, in dieser Zeit seitdem. Einerseits gibt es mit Sicherheit viel mehr Menschen, die seit November 2021 jetzt Erfahrungen, positiv oder negativ, mit Kryptowährungen gemacht haben. Aber auf der anderen Seite hat das Thema natürlich auch viel mehr Aufmerksamkeit von Seiten der Medien, natürlich auch von Seiten von Investoren bekommen, aber auch von Regulatoren. Also es hat sich viel bewegt in der letzten Zeit im Bereich Krypto. Leider muss man sagen, gerade in letzter Zeit, man hat so den Eindruck, fast jede Woche oder alle 2 Wochen immer wieder mal in Form von Schlagzeilen kommen Kryptowährungen natürlich auch ins Bewusstsein der Menschen. Meistens geht es da um Betrugsvorwürfe, Diebstähle, auch die Volatilität der Kurse wird immer wieder angesprochen. Und heute am Tag, wo wir aufnehmen, gemeinsam, hatten wir wieder Schlagzeilen, oder ich glaube gestern schon, ich weiß gar nicht, gestern oder heute, hat man ja den flüchtigen Kryptowährungsgründer Do Kwon festgenommen in Montenegro. Übrigens, Montenegro haben wir auch im Podcast aufgenommen, der in 2 Wochen online geht. Aber das nur am Rande, ne? Ein schönes Land. Aber in der Hinsicht hat auch Montenegro jetzt mal wieder abgekriegt in Form von einer Negativschlagzeile durch die Festnahme von dem Do Kwon. Also negativ oder positiv, kann ja auch positiv sein als EU-Wettbewerb, als EU-Beitrittskandidat jetzt so eine erfolgreiche Verhaftung. Wobei da muss man natürlich jetzt, da kommen wir zwar ein bisschen, rutschen wir jetzt in das Montenegro-Thema ab. Vielen der Auswanderer, der deutschen Auswanderer, die in Montenegro wohnen, wünschen sich eigentlich keine EU-Zugehörigkeit, sind aber froh, dass sie mit Euro bezahlen können. Das muss man dazu noch sagen. Das nur so als Randbemerkung zu deinem Kommentar gerade. Soweit zu Negativschlagzeilen. Trotz allem sind Kryptowährungen ja immer noch eine sehr interessante Möglichkeit, Geld anzulegen. Aber eben nicht nur das, sondern Kryptowährungen bieten, das ist ja auch, bist du ja selber, Simon, das beste Beispiel, eben auch schöne Möglichkeiten für ganz neue Geschäftsmodelle, für neues Business. Ne? Also es ist immer noch ein Markt, wo auch auf Seiten eines Unternehmers eine ganze Menge Potenzial liegt. So, in unserem Podcast wollen wir uns also jetzt heute mal mit dem Status quo beschäftigen, mit der Zukunft, mit Chancen und Risiken, eben aus der heutigen Sicht, die dieses interessante Feld bringt, und wollen es aus verschiedenen Blickwinkeln ansprechen. Wir freuen uns, wie gesagt, dass du wieder heute bei uns bist, und für diejenigen, die das erste Mal dich jetzt kennenlernen auf unserem Kanal, Simon, stell dich bitte unseren Zuschauern und Zuhörern selbst nochmal vor. Vielen Dank, Daniel, und auch Sebastian, dass ich wieder bei euch sein darf. Immer schön und ich denke auch ein wichtiger Zeitpunkt zu informieren. Es ist lange her, seit November 21 hat sich wirklich viel getan. Ich, Simon Fundel, bin Geschäftsführer und Gründer der 4Bridges GmbH mit Sitz in St. Gallen in der Schweiz. Wir haben eine Krypto-Exchange, die haben wir reguliert in der Schweiz und bieten internationalen Kunden die Möglichkeit, bei uns Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, dies auch ohne Bankkonto. Als erste Frage vielleicht mal, Simon, das letzte Mal, als wir dich hier hatten, da hattest du gerade eben deine Crypto-Exchange in der Schweiz gelauncht, ist aber gerade ganz brandneu. Wie hat sich denn jetzt entwickelt in den letzten 1,5 Jahren für dich in dein Unternehmen?
Ja, wir sind sozusagen neu in den Markt gekommen und der Markt war im Endeffekt, wo wir die Lizenz bekommen haben, noch recht euphorisch. Wir haben dann erlebt, dass einfach Schweizer Exchanges gegenüber internationalen Exchanges Nachteile haben. Die Nachteile kommen aufgrund der Regulierungskosten. Die Prozesse, die wir von der Regulierung vorgeschrieben bekommen haben, die wir einhalten müssen, sind mit Zeit und Aufwand verbunden, während Exchanges aus USA zum Beispiel gar keine Compliance-Abteilungen haben und keine Regulierungsauflagen. Und das hat natürlich zu einer starken Wettbewerbsverzerrung geführt. Auch das Thema Custody, das heißt, wir haben ja von Anfang an unsere Kunden appelliert, werdet eure eigene Bank, habt die Kryptos bei euch, hat wirklich nicht viel Anklang gefunden in den ersten Monaten. Viele haben es als zu kompliziert ein Stück weit einkategorisiert, sich ein eigenes Wallet zu beschaffen und zu installieren und haben es bevorzugt, ihre Kryptowährungen auf Exchanges online liegen zu lassen. Und das hat natürlich jetzt in den letzten Monaten gezeigt, dass dort relativ viele unter die Räder gekommen sind. 5 oder 6 Millionen Kunden von FTX, davon 1 Million in den USA, der Rest außerhalb der USA hat es schmerzhaft jetzt erfahren. Also das heißt, wir haben einfach in diesen letzten 6 Monaten verstärkt in Wechsel feststellen können bei den Kunden, auch bei der Mentalität der Kunden. Man möchte, wie gesagt, Kryptowährungen weiterkaufen, aber man muss sich über die Lagerung der Kryptowährungen informieren und man muss auch diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen, indem man nämlich sein eigenes Wallet installiert. Und das hat jetzt auch der Regulierer eigentlich gezeigt, dass es der einzige Weg ist, den er zukünftig zulässt, in dem wirklich der Nutzer befähigt wird, sein eigenes Wallet zu kontrollieren und nicht jemand einschaltet, der diese Aufgabe für ihn übernimmt. Also wir haben sehr viel regulatorische Hürden bekommen, weil natürlich auch die Schlagzeilen, die hauptsächlich durch Gier getrieben wurden, wie FTX, für doch relativ viel Negativ-News und auch Ängste bei bestehenden Spielern im Finanzbereich geweckt haben. Unter anderem sind die Banken sehr vorsichtig geworden, wen sie noch zulassen und welche Geschäftsbeziehungen sie beenden. Aber jetzt generell würdest du sagen, dass das, was da jetzt passiert ist in den letzten Monaten, also gerade auch die Negativschlagzeilen, dass das deine Situation oder für euer Company in der Schweiz eher ja verbessert hat, oder? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Richtig, also wir sind im Endeffekt bestätigt worden in unserem Konzept, nämlich dass wir zum einen eine offene Plattform bieten, die man einfach mit jedem Endgerät erreichen kann. Also man kann uns aus dem Internetcafé, vom Handy, vom Desktop-PC aus dann einen Whitelisting-Prozess zu machen, indem man sich und sein externes Wallet identifiziert. Und das hat sich jetzt gezeigt, dass das ein Vorteil ist, weil wir auch dem User individuell eine individuelle Kryptoadresse zuordnen und somit der User eigentlich immer unter Kontrolle seiner Kryptos ist und wir das nicht wie die anderen Exchanges alles in einen Topf werfen und dann am Schluss eigentlich nur noch über eine Liste Proof of Reserves dem User beweisen können, dass wir noch in der Lage sind, alle Kundengelder wieder auszuzahlen, weil wir die nicht verwenden für unsere internen Aktionen. Also wir haben schon vom Design der Plattform eigentlich genau diese Thematiken, die jetzt auch in die Presse kamen, berücksichtigt und somit nachhaltig auch gebaut und haben jetzt sozusagen sicherlich wurden wir in den Markt geschoben, ohne dass wir was dafür können. Versuche nochmal zu wiederholen, was du gerade erklärt hast, aber mit meinen eigenen Worten. Also der größte Benefit eigentlich, so wie ich es verstanden habe, eigentlich auch in unserer letzten Folge jetzt von eurem Anbieter oder von eurer Serviceleistung gegenüber einer Company wie FTX, ist ja, dass mein Geld, meine Krypto, nie bei euch gelagert werden, sondern ich euch ja nur als Exchange-Dienstleister nutze. Und damit eigentlich so ein finanzieller Verlust hier bei FTX entstanden ist, mir wenn ich euch als Dienstleister auswähle, eigentlich unmöglich ist. Ne? Kann in dem Sinne eigentlich nicht passieren.
Genau, also wir müssen die Kundengelder separieren. Wir müssen natürlich Kundengelder ein Stück weit zu uns in die Verantwortung übernehmen während des Wechsels. Aber nach dem Wechsel werden die Kundengelder wieder auf die Bankkonten oder auf die Wallets der Kunden transferiert. Bei uns kann man keine Kryptowährungen wechseln, wenn man kein externes Wallet hinterlegt. Das ist ein fundamentaler Unterschied zu den bestehenden Exchanges, die eigentlich kein Interesse haben, dass man die Kryptos wieder abzieht, sondern sie bieten eher noch zusätzliche Produkte an, die Kryptos auf der Exchange zu lagern und sie dort sozusagen vielleicht nochmal in ein Stacking-Produkt zu nehmen. Man muss verstehen, dass in der Zeit, das nennt sich Hot Wallet, die Exchange den Private Key dieser Kryptoadresse kontrolliert und man keine Möglichkeit hat, diese Kryptos ohne Erlaubnis der Exchange zu bewegen. Und das ist ja genau das, was auch der Regulierer nicht möchte, weil genau dort, wenn man im Endeffekt seine Kryptos delegiert an eine Exchange in diesem Fall, kann es natürlich auch zu Geschäftspraktiken kommen, die nicht im Interesse des Kryptohalters sind. Genau, und jetzt hattest du ja bei FTX gerade eben schon erwähnt, die haben ja auch dann im Grunde so, sage ich jetzt mal, unethische Angebote gemacht, die dann an so die menschliche Gier appelliert haben und zu sagen, du kannst dir, was weiß ich, in wenigen Wochen deine Kryptos verdoppeln oder was weiß ich, 50% steigern, also so, dass viele eigentlich versucht wurden, dann eben ihre Kryptos dort liegen zu lassen und die dann dort letztlich auch anzulegen per Geldanlage. Ja. Was ja auch was ist, was ich, soweit ich verstanden habe, was ihr nicht macht. Ja. Und was jetzt gerade von den Amerikanern auch geprüft wird, weil sie sagen, alles bis auf Bitcoin sind Securities. Und wenn du jetzt zum Beispiel für einen Token ein Produkt anbietest, das einen Zins als Beispiel dem Nutzer verspricht, dann darfst du das nur, wenn du die entsprechende Genehmigung hast. Und Coinbase als Beispiel ist eine regulierte amerikanische Exchange, die sich jetzt gegenüber der SEC rechtfertigen muss, warum sie denn Staking-Produkte und andere Produkte, genau aus dem Grund, Sebastian, wie du gesagt hast, nämlich dass die Coins auf der Exchange bleiben und nicht wieder abgezogen werden, amerikanischen Bürgern und Firmen angeboten hat, ohne eine Erlaubnis der SEC, was natürlich zu einer Strafe führen wird. Und Kraken hat bereits alle Dienstleistungen in den USA, die diesen Bereich betreffen, eingestellt und hat auch eine Strafe von x Millionen bezahlt. Also man sieht, wie schnell das geht. Und das ist, denke ich, auch wichtig, was wir gelernt haben. Man darf nicht davon ausgehen, was heute funktioniert, dass es morgen noch funktioniert. Also wenn was nicht nachhaltig ist, dann kann es sein, es klappt heute, aber der Gesetzgeber kann es durchaus morgen schließen. Und wenn ich natürlich eine Firma oder ein Startup auf Technologie baue, die morgen weg ist, oder auf Lösungen, die zwar disruptiv sind, aber die vom Gesetzgeber nicht unterstützt werden, dann stehe ich im Endeffekt im luftleeren Raum. Und für uns war das im Endeffekt auch wichtig, dass wir eine eigene Lizenz haben und nicht eine Lizenz einer Bank nutzen, um Kryptos wechseln zu dürfen, weil die Bank könnte uns morgens die Geschäftsbeziehung auch beenden und dann würden wir sozusagen zwar mit einer Plattform dastehen, aber ohne gültige Lizenz. Jetzt hast du Banken, das ist schon ein gutes Stichwort, hast du jetzt schon ein paar Mal mit erwähnt. Generell hat man das ja immer so, oder viele Leute nehmen es immer noch so nehmen es so wahr, dass ja eigentlich Kryptowährung ein Konkurrenzsystem zu den etablierten Banken ist. Auf der anderen Seite sieht man aber doch immer wieder Bemühungen der einen oder anderen Bank, sich dieses Business mit einzuverleiben. Also es gibt zum Beispiel in München, glaube ich, die Fidora heißt die Bank jetzt. Fidor Bank ist geschlossen. Fidor Bank ist geschlossen, also ich bin gar nicht auf dem Laufenden, gut, dass wir darüber sprechen. Aber zum Beispiel Revolut bietet ja auch die Möglichkeit, direkt Geld umzutauschen in Kryptowährungen und dann kann man das jederzeit hin und her tauschen für eine geringe Gebühr. Also es gibt schon immer wieder so Versuche von einzelnen Banken, das Thema Krypto mit zu sich zu ziehen. Vielleicht können wir generell mal ganz kurz über das Thema Banken und Kryptowährung sprechen. Vielen Dank, Daniel, weil da sprichst du wirklich das wichtigste Thema an. Und das ist auch, um auf Sebastians Frage zu kommen, das, was sich am meisten verändert hat seit unserem letzten Podcast. Wir haben nämlich eine Gruppe in der Schweiz, das nennt sich die Basel Working Group, die gibt für alle Banken Recommendations, also Vorschläge raus, wie sie zu gewissen Themen vorzugehen haben. Und die stehen unter dem Haus der Bank of International Settlements. Diese Basel Working Group hat jetzt ein Papier vor kurzem distribuiert an alle Banken,
wo drin steht, wir müssen den Kryptobereich und den traditionellen Finanzbereich trennen. Also strikt, wie du das anfangs gesagt hast, eigentlich eine Mauer dazwischen ziehen. Man sieht aktuell in den USA, zu was so ein Papier führt. Dieses Schließen der Banken in den USA war gezielt auch vielleicht so schnell, dass diese Banken geschlossen wurden, weil es Kryptobanken waren, die auch Krypto-Payment-Gateways in Fiat-Systeme im Hintergrund hatten. Also man konnte über die Signature Bank, über ihr Signet in Echtzeit aus Krypto in US-Dollar gehen und wieder zurück. Der Nachfolger, der jetzt die Signature Bank gekauft hat, der weiß ich nicht, ob er es freiwillig oder auf Druck gemacht hat, der hat dieses Payment-Netz nicht übernommen. Also es war Bedingung, dass dieses Signet nicht wieder an den Start geht. Bei uns ist es so, dass im Endeffekt jetzt dieses Schreiben der Basler Working Group die Banken aufgeschreckt hat. Warum? Es gibt zwei Arten von Banken, du hattest es angesprochen, Daniel. Die einen, die gesagt haben, wie die UBS, wir trennen es strikt. Und die anderen, wie zum Beispiel in der Schweiz, die Postfinance, die schon Pressemeldungen veröffentlicht hat, dass sie 2014 mit einem Krypto-Offering für ihre Kunden an den Start geht. Dem hat jetzt dieses Paper einen Strich durch die Rechnung gemacht, indem sie klar sagt, wir wollen es trennen. Wir wollen auch nicht, dass die Banken Krypto-Offerings betreiben. Sie hat auch das Krypto bei den Banken als das schlechteste Collateral, das sie akzeptieren können, definiert. Also gebt kein Geld gegen Krypto, heißt es an die Banken. Und es wurde auch in diesem Papier veröffentlicht, dass die Bank maximal 1% selber in Krypto investiert sein darf. Also das heißt, eine Bank kann gar nicht ein großer Krypto-Player werden, weil sie maximal 1% selber in Krypto investiert werden darf. Also insofern wieder ein Zurückrudern werden wir sehen in den nächsten Wochen, Monaten aller Banken, die sich im Bereich Krypto etablieren wollten und auch ein stärkeres Vorgehen jetzt der Banken gegen Kryptofirmen, dass sie Konten von Firmen, die mit Kryptowährungen handeln, stärker im Bereich Compliance einfach überwachen und gegebenenfalls auch die Geschäftsbeziehungen schließen. Da habe ich zwei Fragen zu dem Thema, die mir da aufkommen. Und zwar das erste ist, was mich interessieren würde, jetzt aus deiner Sicht, spricht da die FED, die EZB und die SNB mit gleicher Sprache oder also sind die da eigentlich komplett aufeinander abgestimmt oder gibt es da Unterschiede? Und das zweite ist, weil die Vermutung, die jetzt mir kommt und ich vermute auch dem ein oder anderen Zuschauer, der sich mit dem Thema mehr auseinandersetzt, könnte es etwas damit zu tun haben, dass ja diese CBDCs auch in Planung sind in ganz vielen Staaten und dass die auf den Weg gebracht werden und man sich dort eigentlich keine Konkurrenz im eigenen Haus schaffen will. Oder einfach, dass Kryptowährungen ja eigentlich entgegen dieser neuen Währung der Zentralbanken funktionieren würden. Ja, also gute Frage, Daniel. Zum Ersten ist es so, dass natürlich die FED und die EZB und auch die SNB die auch die kommerziellen Banken alle dieser Bank of International Settlements folgen. Also die Bank of International Settlements ist diejenige, die oben die Vorschläge erarbeitet in diesem Fall. Und im Regelfall wird es einfach stillschweigend übernommen, was man dort in diesen Arbeitsgruppen beschließt von den einzelnen Ländern. Das eine Land ist vielleicht früher dran mit, wann es implementiert wird und das andere Land dann vielleicht später. Es gibt dann einfach diese Transit Periods. Warum man das Ganze trennt, ich denke, es hat auch einen Vorteil für Krypto. Also letztendlich will vielleicht auch die Natur des Kryptos nicht, dass man einen Custodian dazwischen schaltet, weil letztendlich ist das Krypto geschaffen, um cut the middleman. Also wir wollen Peer-to-Peer-Transaktionen machen und der Gesetzgeber hat es auch verstanden. Ich meine, ich gehe davon aus, dass die Bank of International Settlement das White Paper von Satoshi Nakamoto, das ja nur 10 Seiten gelesen hat und verstanden hat, dass es nicht für die Banken geschrieben ist. Und eigentlich Krypto einen Gefallen tut, indem sie den Banken verbietet, da mitzuspielen. Und auch letztendlich den Kryptowährungen Gefallen tut, weil du bist jetzt gezwungen, ein Stück weit dich mit der Technologie stärker auseinanderzusetzen als Individuum oder als Unternehmung und nicht einfach zu deinem Bankberater zu gehen und zu sagen, schaff mir mal hier eine Lösung, dass meine Kunden mit Kryptos bezahlen. Diese Schließung dieser Banken in den USA, zum Beispiel gerade Signature Bank, wie du schon gesagt hast, also wir haben selbst Mandanten im Kryptobereich, die dort bei der Signature Bank waren.
Es war ja eine der wenigen Banken, die letztlich hier dem ganzen Thema sehr offen gegenüberstand. Was bedeutet es jetzt für die Kunden konkret, gerade Kunden, die jetzt ja auch darauf angewiesen sind, jetzt Geld zu wechseln von Fiat in Krypto und umgekehrt? Wird das mit diesem White Paper der Bank of International Settlement oder mit den Empfehlungen der Bank of International Settlement, wird es denen in Zukunft erschwert oder einfach unmöglich gemacht oder wie muss man das verstehen? Genau, also es gibt keinen Schnellzug mehr, sag mal so, für die Kryptoindustrie, dass sie schnell Geld rein und rausschicken kann. Das geht noch über die Kreditkarten. Aber das ist ein anderes Thema, die hohe Verschuldung der Amerikaner und im Endeffekt auch die hohen Schulden der Kreditkartenfirmen. Das wird jetzt natürlich die Kreditkartenfirmen, die sind vielleicht der nächste Fall, oder wir warten mal drauf, bis vielleicht eine Visa oder Mastercard umfällt, weil die haben natürlich auch das Problem, dass denen ihre Gelder bei Banken sitzen. Also wenn da eine Bank fällt, und was ich jetzt in den USA gelernt habe, ist das halt nur bis 250.000 die FDIC die Gelder versichert. Und wenn du mehr wie 250.000 auf einer amerikanischen Bank hast, dann bist du dir heutzutage nicht mehr sicher, ob du das Geld wiederkriegst. Im Fall der SVB und der Signature Bank wurden alle Einlagen abgesichert durch die Regierung, aber das war im Endeffekt eine Ausnahme. Bei der nächsten Bank, die fällt, ist nicht sicher, ob alles über 250.000 abgesichert ist. Das bedeutet jetzt für dich, und die SVB ist ein gutes Beispiel, die SVB ging sozusagen übers Wochenende insolvent und es war eine Woche vor Auszahlung der Löhne. Und wenn du siehst, dass auf dieser Bank eigentlich nur 3% der Einlagen versichert waren, und 97% der Einlagen waren nicht versichert, weil sie über 250.000 US-Dollar waren. Waren das Gelder von Startups, waren das Gelder von Unternehmen, die im Endeffekt dort ihre Firmengelder liegen haben und von dort auch Löhne bezahlen. Das heißt, wenn so eine Bank nicht gerettet worden wäre, hätten Tausende von Unternehmen eine Woche später keine Löhne zahlen können. Und du auch als große Firma musst dir jetzt die Frage stellen, bin ich überhaupt noch handlungsfähig, wenn ich nur eine Bank habe? Weil wenn diese Bank in Schieflage kommt, dann bin ich komplett zahlungsunfähig. Selbst so ein banales Thema wie Löhne kann ich dann nicht mehr an meine Mitarbeiter auszahlen, wenn so eine Bank unterm Chapter 11 steht. Da läuft erstmal gar nichts. Also das heißt, wir haben jetzt aufgrund der Bankenkrise auch gezeigt bekommen, dass ich Liquidität bei Banken nicht unbedingt parken kann, weil diese Liquidität kann auch eingefroren werden. Und der Bereich Krypto ist insofern spannend, weil wir natürlich auch Stablecoins haben, die an den US-Dollar gekoppelt sind, die dir aber die Flexibilität geben, dass du selber diese Coins besitzt und die nicht bei einer Bank lagern musst. Also ich denke, wir haben jetzt zwei Themen. Krypto ist das eine, aber es gibt natürlich auch Stablecoins. Und das ist vielleicht jetzt nochmal was, wo die Regierung stärker noch dagegen vorgehen wird, weil sie einfach nicht möchte, dass jemand digitale Dollars generiert außerhalb der FED. Und ich meine, das ist jetzt einfach ein Punkt, wo sind die Gelder der Zukunft? Eigentlich müssten die Unternehmen jetzt verstanden haben, dass sie die Gelder dort haben müssen, wo sie Zugriff haben. Das führt dazu, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben in Deutschland, dass große Unternehmen ihre Bargeldbestände nicht mehr zur Bank bringen, um die einzuzahlen, sondern große Unternehmen in Deutschland mieten sich Tresorräume, bevorzugt bei Goldhändlern, und lagern dort ihr Bargeld selber, weil sie einfach im Fall der Fälle dann nicht wie alle anderen in der Schlange stehen, um 50 € vom Geldautomat abzuheben, sondern sie können dann einfach ihren Tresorraum aufmachen, der voller Bargeld ist, und sind noch handlungsfähig. Also das ist einfach was, denke ich, die Bank als Ort, wo meine Assets sicher sind, das ist jetzt sehr zweifelhaft, schon fürs Fiat-Geld. Und wenn jetzt auch noch Kryptos dazukommen würden, denke ich, würden wir uns alle nicht sicher fühlen. Wir hatten heute vom Regulierer nochmal die Auflage, dass wir als Exchange auch für unsere Dienstleister haften. Also das heißt, wir als Exchange müssen sicherstellen, wenn wir zum Beispiel einen Dienstleister nutzen wie eine Bank für einen Custodian-Prozess, dass im Falle, dass die Bank insolvent geht, trotzdem der Kunde nicht seine Einlage verliert. Das ist jetzt einfach was, wo die ganze Diskussion mit Amerika, auch mit dieser Hilfeleistung, die dort von der Regierung getätigt wurde, denke ich, die Awareness hochging, dass man einfach dort, wo man Geld hat, nochmal hinschauen sollte, wie sicher ist es, und diversifizieren. Und da denke ich, ist jetzt viel schwieriger, Sebastian, richtig, wie du gesagt hast, dass du so einfach noch ins Krypto kommst.
weil die amerikanischen Banken werden aktuell wahrscheinlich Zahlungen an Krypto-Exchanges nicht unbedingt ausführen, würde ich von ausgehen, weil aufgrund der aktuellen Situation sind dann das einfach Schreiben, die von der Compliance-Abteilung an die Kontoinhaber gehen, wo du darauf hingewiesen wirst, bitte keine Zahlungen mehr von Krypto-Exchanges auf dein Konto zu machen oder auf Krypto-Exchanges, ansonsten gegebenenfalls eine Kündigung kommen könnte. Wie siehst du das? Normalerweise so eine Nachricht, wie du sie jetzt gerade hier proklamierst sozusagen, also ist schon eine bittere Pille, muss man einfach so sagen, wenn man über die mögliche Zukunft von Bitcoin nachdenkt oder Bitcoin und Co., weil es ist ja für mich essentiell, wenn ich eine Kryptowährung habe, dass ich sie relativ leicht immer wieder in den Fiat-Bereich bekomme oder irgendwelche Dienstleistungen damit bezahlen kann. Und das ist jetzt, was du jetzt in den letzten Minuten geschildert hast, ist ja eher eine Negativnachricht, die jetzt aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, jetzt den Kurs von eigentlich sämtlichen Kryptowährungen zunehmend negativ beeinflussen müsste. Wenn jemand rauskommt, kann er auch nicht verkaufen, dann geht der Kurs auch nicht runter. Also das heißt, es ist natürlich viel Geld auch im DeFi, im Decentral Finance Bereich gefangen. Also es gibt aktuell viele Kryptomillionäre, die sind nur Kryptomillionäre und keine Fiat-Millionäre, weil keine Bank würde ihnen ihre Millionen umtauschen. Und du hast natürlich recht, Daniel, letztendlich ist das Thema Krypto, und das hat es gezeigt, ein spannendes Thema im Zahlungsverkehr zum Beispiel oder auch im Bereich der Investition. Bitcoin ist dieses Jahr schon 70% gestiegen. Und das bedeutet einfach, wenn ich die Möglichkeit habe, in Bitcoin zu investieren und er steigt und ich ihn wieder verkaufe, dann kann ich mir Renditen erwirtschaften. Das wird alles schwieriger, wenn ich nicht so einfach aus dem Fiat rein und rauskomme. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Möglichkeit, wie Revolut aktuell noch vorgeht. Bei Revolut besitzt du keine Kryptowährungen mit einer Wallet, sondern bei Revolut ist es einfach ein Buchbestand, der dir angezeigt wird, und du kannst auch die Kryptowährungen von Revolut nicht abheben. Und Revolut hat auch ziemlich hohe Fees. Also das heißt, du gehst von irgendeiner Währung in Krypto, dann profitierst du, wenn die Kryptowährung steigt, und dann hast du wieder ein Fee, dann gehst du wieder zurück in die Fiat-Währung. Also du kannst von Revolut nur Fiat ein- und auszahlen. Du kannst auch kein Krypto zu Revolut schicken und es dir dann auf dem App anzeigen lassen. Also so macht's Revolut. Das ist eigentlich nicht Krypto. Das ist lediglich eine App, wo dir ermöglicht, in Krypto zu investieren. Aber wenn Revolut pleite geht, dann hast du kein Bitcoin, den du irgendwie abziehen kannst. Ja, das ist im Endeffekt für Banken einfach kein Thema, denke ich, über den Bereich Krypto nachzudenken, zumindest nicht um Krypto ins eigene Portfolio zu nehmen. Eine Bank kann natürlich jetzt entscheiden, ein Startup zu übernehmen und sich das Startup entsprechend parallel zur Bank aufzubauen und in den Markt zu gehen mit dem Startup und mit dem Startup den Bereich Krypto abdecken. Also am Schluss kann eine Bank sich natürlich weiter noch an Krypto-Startups oder auch an Exchanges beteiligen. Sie darf es aber nicht über ihre, sage ich mal, Bankenplattform laufen lassen, sondern sie muss was Neues schaffen. Und es gelten natürlich auch wesentlich strengere regulatorische Vorschriften für Krypto-Businesses als für das klassische Bankenbusiness. Also du sagst im Grunde, dass es schon jetzt so ist, dass es letztlich schwieriger geworden ist, jetzt wir reden jetzt von den letzten paar Tagen, Wochen und so weiter, hier nach Fiat umzutauschen oder von Fiat in Krypto einzuschicken, weil es einfach weniger Banken gibt, die solche Überweisungen, sage ich mal, also in beide Richtungen zulassen würden. Ja? Ja, und natürlich werden die Banken es zulassen, wenn die Prüfungen entsprechend ihnen auch Recht geben, dass sie es zulassen dürfen. Also wenn ich aus dem Bereich Krypto Gewinne habe, die ich beweisen kann, dann ist es relativ einfach, auch eine Bank zu überzeugen. Nur haben sich viele halt vor ein paar Jahren nicht die Gedanken gemacht, die jetzt die Coins angehäuft haben, wie man noch den Trace zum Geld, wo da ursprünglich eingesetzt wurde, führen kann. Aber ja, wenn man transparent gegenüber der Bank zeigt, dann denke ich, ist die Bank
einfach auch nur vorsichtig und wird sich entsprechend absichern, aber sie wird es dann doch ausführen, wenn alles plausibel ist. Aber diese Plausibilitätsprüfungen waren bisher nicht der Fall. Also auch in den USA gab es gar keine Compliance-Abteilungen in Kryptounternehmen. Also man sieht einfach, dass die Amerikaner den Bogen überspannt haben, leider, und es dazu zu einem weltweiten Schaden geführt hat, der jetzt natürlich auch Banken kritisch stimmt, die davor vielleicht positiv waren. Und natürlich dieses Schreiben aus Basel hat einfach der Bank nochmal gezeigt, wie sie sich strategisch aufstellen sollte, weil wir ja doch jetzt auch hier in der Schweiz, zumindest mit der Credit Suisse, einen Fall hatten, der auch strategisch Probleme hatte, aus den schwarzen Zahlen wieder rauszukommen. Und Krypto ist jetzt da kein Thema, wo der Bank hilft. Ihr seid jetzt ein regulierter Krypto-Exchange, also euch müsste das letztlich zugutekommen, oder? Weil ja ihr jetzt ein glaubwürdiger, vertrauenswürdiger Anbieter seid, der an ein gewisses Reglement gebunden ist, beaufsichtigt ist und so. Also da wäre doch jetzt von der Bank, wenn jetzt jemand von der Bank, jemand an euch Geld schlägt, um es zu wechseln, doch hier ein bevorzugter Geschäftspartner, oder? Ja, also die Banken machen sogar Unterschiede, ob du Geld schickst zum Kryptowechsel oder ob du Geld aus dem ob du Coins aus dem Krypto in Fiat-Geld wechselst. Also es kann sein, die Bank sagt, es ist okay, dass du deinen Kunden anbietest, Kryptos zu kaufen, aber es ist nicht okay, wenn du deinen Kunden anbietest, Kryptos zu verkaufen, um dann aus den Coins die Gewinne über uns an die Verkäufer zu schicken. Also so schizophren ist es aktuell, dass eine Bank nicht weiß, soll sie in beide Richtungen unterstützen oder lässt sie nur eine Richtung zu. Also eine Bank ist aktuell sich auch ein Stück weit natürlich am Neuerfinden und ausprobieren, was sind die richtigen Tools, um einfach nicht in den Geldwäschereiskandal zu kommen. Weil am Schluss geht es einfach darum, dass hier nichts ausbrechen darf, was man nicht gesehen hat. Also man sollte im Endeffekt, und es ist ja bei uns so, wir werden auditiert, wir müssen mittlerweile auch diese Auditberichte unseren Banken zeigen, um einfach ein gewisses Vertrauen auch zu schaffen. Und ich denke, es ist eine neue Chance für jede Bank, sowie für uns, einen gemeinsamen nachhaltigen Weg jetzt zu beschreiten, um auch einen Wettbewerbsvorteil dann später sowohl für die Bank wie auch für uns zu schaffen. Weil wir haben kein Interesse, Fiat-Konten zu eröffnen. Eine Bank könnte uns natürlich relativ einfach dieses Modul Fiat-Konten für unsere Kryptokunden auch mit anbieten. Oder Open Banking, sprich genau das, was jetzt in den USA zuging, nämlich diese Payment-Netzwerke, haben wir ja eigentlich in Europa mit PSD2, dass sich die Banken auch gegenüber Fintechs öffnen müssen, die ihre Zahlungsaufträge einspeisen können, um somit wieder Synergien zu schaffen. Jetzt kann man nicht sagen, ein Krypto-Startup ist kein Fintech und PSD2 darf jetzt nicht genutzt werden. Aber das sind einfach so Dinge, die man jetzt schauen muss, auch sag ich mal von Seiten der EU, dass da die Banken jetzt nicht einfach komplett alle Kryptounternehmen ignorieren, sondern dass man auch für die Technologien, für die Innovation Platz schafft, sich entwickeln zu können. Was wir zum Beispiel in der Schweiz haben, und da sind wir sehr dankbar, das ist bei der SNB, gibt es gewisse Sandbox-Approaches für Fintechs, wo uns als Fintech auch mit der Fintech-Lizenz ermöglichen, direkt Bankkonten eigentlich bei der SNB zu eröffnen, um unseren Kunden auch anzubieten, Gelder direkt auf die SNB zu zahlen und nicht mehr über kommerzielle Banken gehen zu müssen. Das hat jetzt im Endeffekt nicht, Sebastian, deine Frage beantwortet. Die Regierungen müssen jetzt vielleicht ihre Zentralbanken stärker motivieren, hier für Fintechs die Lücke zu schließen, die jetzt vielleicht entsteht, dadurch, dass die kommerziellen Banken nicht mehr der Geschäftspartner sind aufgrund der Entwicklungen der letzten Monate. Da drängt sich jetzt so die Frage auf, und das ist auch eine Frage, die immer wieder mal in sozialen Netzwerken diskutiert wird. Könnte es sein, dass eine gewisse Absicht dahinter steckt, von wem auch immer, durch Regulierung und durch politische Maßnahmen, sagen wir mal, die Kryptowährung weltweit, sagen wir mal, in Misskredit zu bringen, sie zu schwächen, sie so weit zu regulieren, dass eigentlich niemand mehr Freude hat und sie unattraktiv werden und so weiter und so fort. Wie siehst du das, Simon? Ist da was dran? Könnte da was dahinter stecken, dass es eigentlich gewünscht ist eigentlich, dass die Kryptowährungen unattraktiv sind?
Ja, also ich hatte vorgestern einen Vortrag aus jemand von Silicon Valley an der Hochschule St. Gallen, der gesagt hat, es findet in Amerika gerade ein brutaler Kampf gegen Krypto statt. Also die Amis sind ja immer noch mal emotionaler bei sowas. Die sehen es wirklich als Kriegserklärung gegen Krypto, was aktuell stattfindet. Wir als Europäer sehen das Ganze ein Stück weit mit Distanz, weil wir einfach im Vorfeld, wie ich es beschrieben hatte, gesehen hatten, dass die Amerikaner keine Regulierung haben von Krypto. Also das heißt, wir müssen jetzt einfach unterscheiden. Amerika ist sehr laut natürlich aktuell, weil sie die größten Spieler haben und auch jetzt mit der Verhaftung, die du angesprochen hattest, des Terra Luna Gründers, der geht natürlich in die USA und die SEC hat ihn angeklagt. Und die USA sind aber jemand, der das auf National Level nicht reguliert hat. Das heißt, die Amerikaner sind sogar, die Politik und auch Joe Biden sind verantwortlich für dieses Desaster, weil in Bundesstaaten wie Delaware, da kannst du ohne Pass den Bankkonto eröffnen. Und wenn du dann noch Delaware mit Bahamas vernetzt, dann hast du natürlich den Super-GAU. Also dann denken die auf Bahamas, oh, das ist eine amerikanische Firma, die werden schon alles richtig machen und gucken nicht mehr hin. Und so ist es genau bei FTX passiert. Da stellst du plötzlich fest, da hast du einen Laden, der macht 50, 60 Milliarden, hat er als Wert, aber eigentlich müsste doch mal jemand auf die Idee kommen, dort eine Geldwäschereikontrolle zu machen, weil er systemrelevant wird in einer gewissen Weise. Aber das hat man anscheinend nicht gemacht. Auf der anderen Seite hat man Politiker also hat man Spenden an politische Parteien gemacht in nicht zu kleinem Ausmaß, was man dann wiederum auslegen könnte, okay, wenn ich nicht kontrolliert werde, dann belohne ich doch dafür die Politik, indem ich Gelder spende und das im großen Ausmaß. Also das heißt, da gab es viele Faktoren, die einfach nicht gut waren und die amerikanische Regulierung hat versagt. In der Schweiz hat man und auch in Liechtenstein hat man dieses Thema vollumfassend integriert, beziehungsweise in Liechtenstein ein neues Gesetz geschaffen, wo Klarheit schafft für Investoren, für Banken, für Anleger. Und wir sehen natürlich hier auch eine ganz andere Entwicklung der Startups, die sich wirklich mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema, was ist der Grundgedanke des Kryptos und wie kann Krypto da beitragen, eine transparentere und gerechtere Welt zu schaffen. Während in Amerika, wenn man sich die Geschäftsmodelle anschaut, der schnelle Erfolg und letztendlich auch die kriminelle Energie und auch die Gier in Stück weit zentraler, bankenähnlicher Strukturen dieses Auto in den Graben gefahren hat. Aber jetzt sprichst du da von USA. Sieht es denn in der EU tatsächlich viel besser aus? Also es gibt ja auch in der EU, ich weiß, da wird schon seit Jahren geredet, hier irgendwie eine einheitliche Regulierung zu haben. Aber das gibt es ja auch immer noch nicht, oder? Doch, also jetzt hat die EU endlich MiCA, nennt sich diese Regulierung, veröffentlicht. Und MiCA ist letztendlich was, wo jetzt zum Beispiel auch Liechtenstein, die mit ihrem Blockchain Act wesentlich früher dran waren, die MiCA dann nochmal jetzt nachjustieren müssen. Also das heißt, auch der Blockchain Act muss an der einen oder anderen Stelle nochmal angepasst werden, damit er mit MiCA keinen Konflikt hat. Aber im Großen und Ganzen steht dort eigentlich drin, wie man mit Kryptowährungen umzugehen hat. Und Themen, die da diskutiert wurden in der Entstehung dieses Papiers, war unter anderem, sollen wir Proof of Work verbieten? Also es wurde tatsächlich in der EU diskutiert, ob in diesem Schreiben nicht drinsteht, dass Bitcoin in Anführungszeichen verboten wird. Und das hätte, das nochmal auf deinen Punkt, Sebastian, kann man das dann verbieten oder letztendlich hat die EU auch verstanden, Bitcoin und auch Ethereum kann man ein Stück weit nicht mehr stoppen. Also gewisse Kryptowährungen sind mittlerweile so dezentral und funktionieren, auch wenn ich 1, 2, 3 Rechner jetzt irgendwo in irgendeiner Zentrale abschalte, weiter, dass eigentlich, und das ist jetzt auch das Thema, was interessant ist von der SEC, also die SEC sagt ganz klar, sie haben etwas gegen alle Kryptowährungen bis auf Bitcoin. Und diese MiCA-Regulierung, die sagt jetzt also, die reguliert jetzt auch Anbieter in dem Markt. Das heißt, ich könnte jetzt also nicht mehr so ohne weiteres einfach zum Beispiel einen unregulierten Krypto-Exchange in der EU starten oder einen Kryptodienstleister. Also ich sage jetzt mal irgendwie einen Anlageberater im Kryptobereich,
das würde bedeuten, dass es jetzt dort auch die einzelnen Players in dem Markt dann zumindest in Zukunft reguliert werden. Ja. Also du kannst es jetzt schon nicht mehr unreguliert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich war. Was halt der Unterschied ist im Bereich Regulierung, ist, dass es weg von nationalen Standards hin zu einem EU-Standard geht. Also es ist einfach, MiCA ist der EU-Führerschein. Jetzt müssen sich alle im Endeffekt an die gleichen Spielregeln halten. Davor war es ja so, dass du innerhalb der EU hast du ja auch heute steuertechnisch hast du ja Wettbewerb. Das heißt, die Holländer bieten ein günstigeres Modell für Unternehmen an, was die Unternehmenssteuer angeht, als andere Länder. Und du wolltest natürlich verhindern, deshalb ist MiCA ja entstanden, dass jetzt jedes Land seine eigene Kryptoverordnung macht. Und so ist es heute. Also heute hat jedes Land seine eigenen Ideen und seine eigenen Ausführungen gehabt, und das wird sich zukünftig einfach vereinheitlichen. Das heißt, wir haben in Liechtenstein und in Estland und in Dänemark und in Deutschland die gleichen Vorgaben, die gelten, wie gesagt, für alle Teilnehmer der EU. Wir haben jetzt gerade über die Politiker gesprochen. Wie siehst du denn generell jetzt mal in Europa, aber vielleicht auch weltweit, die Einstellung der Politik, die Position der Politik zum Krypto-Thema? Also ich denke, wichtig ist, die letzten Wochen haben eigentlich gezeigt, welche Einstellung die Politiker zum Thema Banken haben. Und das Thema Krypto würde ich mal noch zurückstellen, sondern eher, wie gehen die Politiker zum Thema Banken vor? Es gibt zum Beispiel hier das Beispiel der Credit Suisse, sicherlich aktuell das schlechteste Beispiel, aber wir müssen kurz drüber reden, weil die UBS war mal in einer ähnlichen Situation wie die Credit Suisse in der Vergangenheit. Da musste sie dann auch vom Staat gerettet werden. Und daraufhin hat dann der Staat entschieden, es gibt ein Gesetz in Zukunft, das nennt sich Too Big to Fail in der Schweiz, was zur Anwendung kommt, wenn nochmal eine Großbank in Schwierigkeiten kommt. Und dieses Gesetz steht, kann man auch lesen, was dann zu tun ist, nämlich wenn eine Großbank in Schwierigkeiten kommt, ist der nationale Teil rauszulösen und alles Internationale geht in die Insolvenz. Jetzt hatten wir letztes Wochenende den Fall, dass ja genau das eingetreten ist. Die Credit Suisse ist too big to fail und hätte eigentlich dieses Gesetz hätte Anwendung finden müssen. Man hätte die nationale Credit Suisse retten müssen und alles Internationale hops gehen lassen. Dann haben die Amis interveniert und eigentlich der Schweiz verboten, dass sie das internationale Geschäft auch aufgrund der Größe der Credit Suisse in den USA und auch der Folgen, die das Ganze dann für den Finanzmarkt gehabt hätte, verboten und hat andere Lösungen letztendlich unterstützt. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man mit Notrecht das Gesetz sozusagen ausgehebelt hat. Was müsste man machen, wenn eine Big-to-Fail-Bank nämlich in Schwierigkeiten kommt, und hat sie jetzt der UBS sozusagen reingeschoben. Gut, der einzige Vorteil, der jetzt der Steuerzahler sieht, ist wahrscheinlich, dass wenn die UBS dann irgendwann mal gerettet werden muss, dann kann es die Schweiz nicht mehr. Dann muss man too big to fail das nationale Geschäft retten und alles Internationale hops gehen lassen. Aber es ist natürlich ein Tod auf Zeit oder beziehungsweise eine Entscheidung, die einfach nur in die Zukunft verlegt wurde. Und in den USA war es ja ähnlich. Also gerade diese Silicon Valley Bank, wo nur 3% eigentlich der Einlagen versichert waren. Ich meine, was gibt es solche Versicherungen? Warum tut man auch dem Bürger und allen erklären, dass im Endeffekt die Bank nur bis 250.000 haftet, wenn dann alle höhere Einlagen machen? Ich meine, wir haben auch von NBA-Spielern berichtet, die bei 50 Banken ihre Konten haben, und auf jeder Bank liegen halt 250.000. Also man hat sich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, dann auch schon Lösungen geschaffen. Aber jetzt einfach zu sagen, okay, die, wo nicht versichert waren, retten wir auch und wir setzen dafür Gelder ein, die wir generieren. Und auf der anderen Seite steigen die Zinsen, die Inflation steigt und wir müssen eigentlich Geld wieder vom Markt nehmen, um wieder die Inflation runterzubekommen, findet hier natürlich aktuell das Gegenteil statt. Und ich denke, das hat einfach den Bürgern gezeigt, dass das traditionelle Finanzsystem an ihre Grenzen gestoßen ist, dass auch einfach Banken auf Knopfdruck Schulden erzeugen können, nämlich wenn ich heute zur Bank gehe und 1 Million für 4 Bridges beantrage, dann bekomme ich diesen Kredit, diese 1 Million auf Knopfdruck der Bank. Das heißt, die Bank erschafft dieses Geld
und gibt es mir und verbaut dann sogar noch ein Finanzprodukt auf diesen Kredit, das sie dann wieder weiterverkauft. Und am Schluss ist das Ganze, sage ich mal, sehr viel intransparenter wie Blockchain, weil Blockchain, da gibt es ein Ledger, da sind alle Buchungen drauf. Da sieht man vielleicht nicht, wer hat jetzt mit wem eine Transaktion gemacht, aber man sieht, wie sind die Zusammenhänge. Und ich weiß aktuell nicht und auch die Zentralbanken wissen nicht, was wirklich unter der Bankendecke alles schlummert, würde ich sagen. Und das ist was, denke ich, wo wir einfach mehr Transparenz benötigen. Und da bietet Blockchain die perfekte Lösung. Also insofern ist Blockchain nicht tot. Wir müssen einfach nur überlegen, weil seit wir weg vom Goldstandard sind in den 1970er Jahren, bis heute sind wir einen Weg eingeschlagen, den wir nicht fortführen können. Also wir müssen eigentlich wieder 1970 Goldstandard und jetzt eine bessere Lösung, wie wir es die letzten 50 Jahre hatten, finden. Und ich denke, da besteht natürlich von Seiten der aktuellen Player kein Interesse, dass man jetzt was verändert. Also ich habe eher so das Gefühl zum Thema Politik, sie wollen so weitermachen wie bisher. Das Thema Zeitenwende kam aber auf dem Finanzmarkt an. Und da brauchen wir einfach neue Ansätze, denke ich, die auch mehr Transparenz schaffen und wieder mehr Gleichheit. Also wenn wir jetzt schon das Finanzsystem revolutionieren, dann holen wir auch gleich alle ab, die wir beim alten Finanzsystem nicht mitgenommen haben. Aber siehst du jetzt wirklich realistisch eine Existenzberechtigung für die Zukunft parallel von Blockchain, Kryptowährungen ganz konkret, also Bitcoin, Ethereum Co., und den künftigen CBDCs? Oder siehst du dort auch noch ein Problem auf uns zukommen, dass dort möglicherweise, weil du hast gerade gesagt, in Amerika wird es so dargestellt, ein Krieg der traditionellen Banken gegen Krypto. Und die Frage ist doch, die sich viele stellen. Der Krieg der Politik gegen Krypto. Politik gegen Krypto. Die Frage ist, wie sieht das aus, wenn denn dann diese ganzen neuen Central Bank Digital Currencies mal an den Start gehen? Also wie wird das nochmal befeuert? Denkst du, das für beide? Es wird eine ähnliche Technologie sein wie Blockchain dann. Denkst du, dass beide eine Existenzberechtigung haben werden? Oder ist es zu früh, um da in die Glaskugel zu schauen? Nein, also es ist ein guter Punkt. Es gibt eine Studie der National Bank of Denmark, glaube ich, also der dänischen Nationalbank, die für die EU untersucht hatte, was hätte es für eine Auswirkung, wenn jetzt die dänische Bank auch dem Retail-Kunden anbietet, dass er direkt bei ihr sein Geld lagern kann und nicht mehr bei der kommerziellen Bank. Wenn so ein Offering kommt, zum Beispiel die EZB bietet dir, Daniel, ein Euro-Wallet an, du kannst direkt bei der EZB deine digitalen Euros lagern oder die digitalen Euros von der EZB auf dein Wallet von der EZB lagern. Also das heißt, du würdest einfach Euros von deinem traditionellen Bankkonto verschieben auf die EZB. Die Studie hat ergeben, dass wenn wir mehr wie 3.000 Euro, so hat sich die EU dann geeinigt, zulassen pro Jahr, dann wird es einen Bankrun geben. Also sobald eine Bank, National Bank oder eine Zentralbank auf die Idee kommt, ein CBDC rauszugeben oder ein CBD-Wallet herauszugeben, dann werden alle Sparer ihre Gelder von den traditionellen Banken abziehen und auf dieses Wallet schieben, weil sie traditionell einfach ein sichereres Gefühl haben, wenn das Geld bei der Zentralbank liegt, wie bei ihrer klassischen Sparkasse oder bei ihrer Raiffeisenbank. Das hat dazu geführt, dass man in der EU diesen Ansatz des CBDCs überdacht hat und wie gesagt diese Schwelle von 3.000 Euro eingeführt hat. Das heißt, es kann eine EU-CBDC geben. Du kannst einen digitalen Euro von der Zentralbank kaufen und den auch bei der Zentralbank lagern, aber du darfst halt maximal 3.000 Euro im Jahr dort auf diesem Wallet haben. Mhm. Also, und dann noch vielleicht ein zweiter Punkt, CBDC. Also CBDC ist eigentlich nichts anderes wie ein Stablecoin. Mhm. Also CBDC heißt einfach, es ist eine Einheit, die ist gematcht mit zum Beispiel der nationalen Einheit. In der Schweiz wäre es, ich bringe einen digitalen Schweizer Franken raus, dann kann ich auch einen CBDC rausbringen als Unternehmen. Also ein CBDC muss nicht von der Nationalbank herausgegeben werden. Ich kann auch einen CBDC rausbringen. Ich muss einfach das Geld bei der Nationalbank hinterlegen oder das Gold.
Das heißt, eine Firma X könnte jetzt 50 Millionen Schweizer Franken bei der SNB einzahlen und dann im Gegenwert für 50 Millionen digitale Franken ausgeben. Also da muss man einfach unterscheiden. CBDCs heißt nicht, dass die von der Zentralbank ausgegeben werden müssen. Das heißt einfach, dass das Asset, was den CBDC deckt, ist bei der Zentralbank als Sicherheit. Also eine Zentralbank wird im Normalfall nicht einen CBDC rausgeben, den sie selber, denke ich, in den Markt bringt, weil sie hat ja gar kein Interesse, im Markt mitzuspielen. Also sie wird lediglich ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass Unternehmen oder ja, wer immer Interesse hat, dort entsprechend CBDCs und IBAN-Nummern ausgeben kann. Weil ja, ein CBDC kann ich auch nicht kaufen, wenn ich keine IBAN-Nummer habe, um das Fiat-Geld hinzuschicken. Also schon ein Thema, was sehr viele bewegt, und in vielen Ländern laufen ja mehr oder weniger hinter den Kulissen da schon Versuche. Ist interessant, was du gerade gesagt hast mit den 3.000 €. Das werde ich auch nochmal nachrecherchieren. Ich lebe ja zurzeit in Griechenland, und da macht also die Regierung auch schon so Tests. Es heißt natürlich nicht CBDC, sondern man kann dort auf Regierungsseiten, es ist auch noch kein bedingungsloses Grundeinkommen, aber man kann halt Gelder beantragen, zum Beispiel Geld zum Essen, Geld zum Tanken, und man bekommt dann bekommt einen Code zugeschickt, den man sich in einer Wallet installieren kann. Und das sieht aus wie eine Kreditkarte, die aber letztendlich mit dem Code von der Regierungsseite, den man dann bekommen hat, erstellt wird, und hat ein Geld, das verfällt, und ein Geld, das zweckgebunden nur eingesetzt werden kann. Also ich habe da mehrere Kreditkarten zum Beispiel in meiner Wallet. Ja. Und mit der einen kann ich dann tanken, und wenn ich es nie mache, ist das Geld weg in einer bestimmten Zeit. Und mit der anderen Kreditkarte kann ich im Lidl oder im Supermarkt Lebensmittel einkaufen, aber eben auch in einem anderen Laden einkaufen. Und wenn ich das nicht mache, verfällt es. Ja. Also es ist interessant, dass da vielfach schon Tests scheinbar gemacht werden in vielen Ländern, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn wir solche Systeme einführen, oder um halt diese Infrastrukturen zu schaffen und so weiter und so fort. Also Griechenland ist da relativ weit, auch mit der ganzen Beantragung, mit der Beantragungsplattform dieser Gelder, die man dort dann halt im Prinzip bekommt. Also interessant, was du sagst, und auch die USA haben, ich habe es letzte Woche gelesen, jetzt veröffentlicht, dass sie im April oder Mai anfangen, mit dem digitalen Dollar intern als Payment-Netz zu experimentieren. Was natürlich die Gefahr mit sich bringt, und wir wissen es alle, was den US-Dollar angeht, dass wenn zum Beispiel eine Fed entscheidet, dass sie die Currency switcht, also weg vom USD hin zu weiß ich nicht, wie sie es nennen, USDD. Und aktuell sitzt ja das meiste Geld in Dollar nicht in den USA, sondern außerhalb der USA. Also das heißt, wenn eine Zentralbank entscheidet, sie wechseln jetzt die Währung, dann haben natürlich alle ein Problem, die diese Währung im Ausland als sichere Währung für sich aktuell in Cashform lagern, weil sie die natürlich nicht in den digitalen Dollar umgetauscht bekommen. Das heißt, die Amerikaner rechnen vielleicht sogar damit, dass wenn sie so einen Switch machen, aber das heißt ja nicht CBDC und Wallet bei der Zentralbank, sondern das heißt ja, alle Banken switchen auch auf USDD. Also das heißt, du hast keine US-Dollar mehr, sondern wir nehmen jetzt die neue Währung. Also alle Amis sind nicht betroffen, aber alles Geld im Ausland und auch alles Bargeld im Ausland kann wahrscheinlich nicht so einfach dann in diese digitale Währung umgetauscht werden. Und wenn ja, muss man wahrscheinlich ganz genau erklären, warum man so viel Geld hat und es umtauschen möchte, und das vielleicht auch abgelehnt werden und dann als ungültig. Das heißt Geldscheine, die dann die keinen Wert mehr haben. Und so ist es ja. Also ein 100 US-Dollar-Schein hat nur den Wert, weil er aktuell noch akzeptiert wird. Aber wenn er morgen nicht mehr akzeptiert wird, fällt sein Wert auf 0. Also ich sehe da auch ein Risiko, dass man vielleicht über seine Verhältnisse lebt,
Und wenn dann, sage ich mal, so ein Schritt kommt, dass man sagt, wir schalten auf eine digitale Währung, man nur an sein eigenes Land denkt und vielleicht alle, die diese Währung auch außerhalb des Landes haben, dann auf der Strecke bleiben. Also interessanter Punkt, was du gerade sagst. Also die mit meiner griechischen, vom Government ausgestellten Kreditkarte könnte ich in Deutschland, wo ich gerade mal bin, zu Besuch, kann ich keine Lebensmittel einkaufen. Ne? Also ja. Dieses Geld ist lokal und zeitlich begrenzt. Ne? Und Sie könnten sogar einen Zins machen. Das heißt, Sie könnten einfach sagen, jeden Monat zahlst du 10%. Das heißt, das, was du nicht ausgibst, wird einfach nächsten Monat um 10% reduziert. Und das hätte auch letztendlich, würde das ein Smart Contract machen oder würde das automatisiert stattfinden, brauchst du nicht wahnsinnig viel Manpower im Hintergrund, um bei allen Wallets einfach die Bilanz um 10% zu reduzieren. Ja, also offensichtlich wird da im technologischen Bereich eine ganze Menge hinter den Kulissen geschoben, gemacht, entwickelt, getestet. Das sind natürlich jetzt zwei Themen, die sich gegenseitig auch ein bisschen beißen. Auf der einen Seite, technologisch ist unwahrscheinlich viel möglich. Also Geld wird kompliziert. Früher war es, wie gesagt, ganz einfach. Da, wie du gesagt hast, ein Zettel, da steht drauf $100. Und wenn ich das irgendwo abgebe, bekomme ich irgendwas im Gegenwert von $100. Und heute, das, was da durch die Technologie möglich wird, nämlich Geld lokal zu begrenzen, Geld zeitlich zu begrenzen, Geld zweckgebunden zu begrenzen oder Geld, eine Währung, ein Wert, wie auch immer, ein digitales Asset, macht die Sache kompliziert. Damit ist, wie siehst du das, Technologie und Gesellschaft, wenn wir auf die beiden Themen nochmal eingehen? Auf der einen Seite technologisch kaum noch überschaubar, die Möglichkeiten, die sich bieten mit dem Thema Währung, Geld, elektronisches Geld. Auf der anderen Seite muss es natürlich gesellschaftlich auch akzeptiert und verstanden werden. Versuch das mal deiner Oma zu erklären, was künftig mit Geld alles möglich wird. Ich denke, ein ganz interessantes Beispiel ist zum Beispiel, wir haben hier in der Schweiz eine Stadt, die hat jetzt ihren eigenen Taler in physischer Form gedruckt beziehungsweise Münzen ausgegeben, damit das Geld in der Stadt bleibt. Das heißt, ich habe jetzt 5 von diesen Talern und die gehe ich zur Apotheke und da kann ich dann anstatt 5 Franken kann ich mit diesen 5 Talern bezahlen. Aber ich kann natürlich mit diesen Talern nicht in einer anderen Stadt bezahlen. Also das heißt, man möchte eigentlich, und das ist das klassische Finanzsystem jetzt hier, die Wirtschaft unterstützen, indem man einfach solche Ökosysteme schafft. Und dafür haben sie eine physische Währung gedruckt. Sie haben dann mit uns gesprochen, was das denn der Unterschied gewesen wäre, wenn sie das Ganze digital ausgegeben hätten und nicht physisch. Und da denke ich, die Antwort passt ganz gut auf deine Frage. Da gibt es die folgenden Unterschiede. Zum einen haben wir unter Corona gelernt, dass eigentlich Geld auch ein Übertrager von Erregern ist. Also haben wir jetzt natürlich hier wieder das Thema Münzen. Die sind entsprechend vielleicht auch Krankheitsüberträger und ihr habt im Endeffekt nur diese physische Möglichkeit. Ich kann auch nicht online natürlich mit einer Münze bezahlen. Also auch was wir unter Corona gesehen haben, dass ein Online-Shop oder dass man Online-Shop, das kann ja auch passieren. Ich gehe nicht aus dem Haus, aber ich möchte gerne was online beim Händler so und so kaufen und es online bezahlen gegen diesen Münzen nicht. Dann haben wir im Endeffekt gesagt, ihr wisst aktuell auch nicht als Herausgeber dieser Münzen, wer hat aktuell wie viele Münzen im Besitz. Also es gibt kein Online-Live-Tool, wo ich anschauen kann, wer hat eigentlich aktuell wie viele Münzen oder wie viele Münzen wurden eigentlich genutzt. Also man hat als Herausgeber dieser Währung, wenn die physisch ist, auch gar nicht unbedingt die Kontrolle, wer hat wie oft im Ökosystem mitgemacht. Also das heißt, man generiert natürlich Informationen mit so einer digitalen Währung im Vergleich zu einer traditionellen Währung. Und da muss man entscheiden, was ist noch anonym, auch okay, dass es anonym ist und was ist nicht mehr anonym. Und wir kämpfen zum Beispiel dafür, dass man die gleichen Rechte, die man beim Bargeld hatte für anonyme Zahlungen, dann auch im digitalen Raum bekommt.
weil ich nicht möchte, dass jede Transaktion, auch vielleicht noch die Produkte, die in diese Transaktion involviert waren, dann wieder an die Bank übermittelt werden und mein Bankberater eigentlich weiß, in welches Restaurant ich an welchen Tagen gehe, was ich mir zu essen und trinken bestelle und das Gleiche auch, was ich mir im Supermarkt kaufe oder zu welchen Supermärkten ich gehe. Also das heißt, ein Stück weit ermöglichen dir die digitale Form mehr Anonymität, indem du einfach pseudo-anonym agieren kannst. Also man sieht zwar, da fand eine Transaktion statt, man kennt aber die Personen dahinter nicht. Und zum anderen erlauben sie einem aber trotz dieser Pseudo-Anonymität mehr Transparenz, um den Erfolg des Projektes auszuwerten. Ohne dass ich jetzt in Privatbereiche eindringe, die für die Person entsprechend kritisch wären. Also wenn ich so ein Projekt starte und auch innerhalb des Projektverlaufes dann sehe, wie kommt es an, was muss ich vielleicht machen, jetzt sehe ich, jetzt sind so und so viele Münzen im Hallenbad, also muss der vom Hallenbad jetzt eigentlich die Münzen wieder loswerden, dann kann ich auch gezielter Folgeaktionen planen, weil ich einfach näher am Puls bin. Und das, denke ich, bieten dir Kryptowährungen, dass man einfach schneller interagieren kann. Es gibt auch keine Bankzeiten, es gibt auch keine Feiertage. Und auch dieser Tausch in Fiat, du hattest es vorher angesprochen, letztendlich bringen mir Kryptowährungen nur was, wenn ich sie auch ausgeben kann. Wir müssen natürlich auch schauen, wie schaffen wir es, dass Kryptowährungen nicht umgetauscht werden müssen. Also wie schaffen wir Systeme für Händler, wo es einfach dem Händler macht, Kryptowährungen zu akzeptieren. Und auch dem Händler bewusst machen, dass er sich öffnen muss gegenüber neuen Währungen, die er heute vielleicht noch nicht akzeptiert. Also das sind Dinge, denke ich, die helfen, wenn einfach mehr Akzeptanzstellen von Kryptowährungen geschaffen werden. In der Schweiz kann ich unter anderem im Kanton Zug schon meine Steuern in Bitcoin bezahlen. Das war zum Beispiel gestern ein Argument, solange man Steuern in Fiat zahlen muss, muss ich Kryptowährungen immer umtauschen. Aber wie gesagt, man könnte auch als Stadt oder als Land entscheiden, dass auch Kryptowährungen eine Möglichkeit sind, um Steuern direkt zu bezahlen. Also das heißt dann, wenn ich weniger umtauschen muss, habe ich auch weniger Banken, die involviert sind. Würde ich als Finanzamt, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich das auch anbieten. Also wundert mich, dass das deutsche Finanzamt nicht schon lange anbietet, Steuern in Kryptowährungen zu bezahlen, weil da kriegt man nämlich viel schneller raus, wer alles Kryptowährung hat. Warum hast du das nicht die letzten 5 Jahre deklariert? Also wo ist deine Deklaration deines Kryptovermögens, von dem du jetzt gerade deine Steuern bezahlt hast? Also wäre doch eigentlich clever von den Finanzämtern, ne, wenn man das zulässt. Ja, also ich denke, grundsätzlich ist es natürlich heute so, dass man auf die Ehrlichkeit des Bürgers angewiesen ist als Finanzamt. Ja. In der Schweiz unterstellt man dem Steuerbürger ja auch immer die Ehrlichkeit. Das ist leider anders, was er besitzt. Aber ich sage dir jetzt mal ein anderes Thema. Du kaufst jetzt dir ein Ethereum für 1.000 Euro und in 10 Jahren ist der 100.000 wert. Und du hast es nicht angegeben, dass du ihn für 1.000 gekauft hast, dann musst du in 10 Jahren erklären, woher die 100.000 kommen. Ja. Also ich würde jetzt lieber Kryptowährungen angeben, solange sie günstig sind, weil das Problem ist nämlich später, und das haben viele gehabt, sie haben die Kryptowährungen nicht angegeben, die Kryptowährungen sind entsprechend hoch im Wert gestiegen und dann wollten sie in Fiat wechseln und das ist dann nämlich nicht möglich. Weil dann sagt nämlich eine Bank, zeig mir bitte mal deine letzte Steuererklärung. Und wenn da nicht drinsteht, dass ich diese Kryptos schon hatte, dann sagt die Bank, tut mir leid, es ist Geldwäsche, da darf ich nicht mitmachen. Und dann hat man ruckzuck dieses Problem und muss sich dann hinterher vielleicht mit den Finanzämtern einigen. Ja. Interessanter Aspekt. Unerschöpfliches Thema. Ja, aber ich denke, es ist ein wichtiger, wie nennt man es, eine wichtige Zeit, weil die Amis wollen es vielleicht ganz vom Markt drängen, das Thema Krypto, was denke ich nicht realistisch ist. Aber wir müssen uns natürlich schon jetzt wehren und da kommen wir jetzt zu diesen Neuerungen, die wir heute erfahren haben, die natürlich auch jetzt an der Schweiz nicht spurlos vorbeigehen. Also bisher durften wir 1.000 Schweizer Franken innerhalb 24 Stunden wechseln für Personen, die wir nicht identifiziert haben. Das heißt, für Kunden, egal aus welchem Land,
die sich bei uns auf der Plattform registrieren, um Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu kaufen, mussten wir kein Geldwäscherei-Gesetzfile im Hintergrund generieren und die Personen Video identifizieren und entsprechend der Herkunft der Mittel prüfen, bevor sie den Kauf tätigen dürfen. Das war auch unser Vorteil gegenüber Banken, weil Banken müssen letztendlich, bevor sie den Kunden Finanztransaktionen ermöglichen können, komplett den Kunden identifiziert haben und die Herkunft der Mittel geklärt haben und dies entsprechend dann auch dokumentiert und im GWG-File gespeichert haben. Die FINMA hat nun entschieden, und ich weiß nicht, ob sie das alleine entschieden hat oder ob jemand mitgeholfen hat, sprich die Amerikaner, dass jetzt dieser Schwellenwert von 1.000 Schweizer Franken innerhalb 24 Stunden auf 1.000 Schweizer Franken innerhalb 30 Tage hochgesetzt wird. Das heißt, ich konnte bisher 1.000 Schweizer Franken innerhalb 24 Stunden wechseln und insgesamt 100.000 im Jahr. Das war letztendlich die Option, die wir dem Kunden geboten haben. Jetzt hat der Regulierer entschieden, dass es nur noch 1.000 Schweizer Franken innerhalb 30 Tage sind, sprich 12.000 im Jahr. Also wir gehen jetzt fast von dem, was ich bisher durfte, also sprich heute, und das, was ich noch in 10 Tagen darf, nämlich ab 1. April, wird es um 90% reduziert. Und das ist jetzt was ohne dich jetzt ausgewiesen zu haben, komplett, oder was? Ja, das ist ohne GWG-File. Also du musst ja im Endeffekt, wenn du Kryptos kaufst, in den USA musst du gar nichts zeigen bis jetzt. Also du kannst einfach die Kryptos kaufen und die Exchange muss auch nicht reguliert sein. Und hier ist es einfach so, dass es eine gewisse KYC-Vorgaben gibt, die für Banken gelten. Und es gab gewisse Schwellenwerte für Financial Intermediaries, wie uns als Krypto-Exchange, dass wir für Einmalkunden, also die zu uns kommen, die Kryptos kaufen und nicht sicher sind, ob sie Kunde werden wollen oder nicht, dann kommen sie nochmal und kaufen Krypto, ihnen, sage ich mal, so eine Probierzeit geben. Und das war einfach, du kannst bis 1.000 Franken innerhalb 24 Stunden kaufen und musst nicht entsprechend ongeboardet sein auf der Plattform. Das geht jetzt nicht mehr, aber wenn du jetzt natürlich nicht onboardest, kannst du ja schon mehr als die 1.000 verschicken, oder? Ja, aber wenn du dich onboardest, hast du natürlich, dann bist du im GWG-File, dann kostet es Geld, das GWG-File zu erstellen, dann kostet es Geld, das GWG-File ist unter Monitoring und auch der Regulierer will auch noch mal was pro GWG-File. Also sprich, du wurdest jetzt einfach aufgrund dieses Herabsetzen wieder der Tage von, also du darfst es nicht mehr innerhalb eines Tages, sondern innerhalb 30 Tage, wurde dir natürlich wieder wesentlich mehr Bürokratie auferlegt und wiederum wurde der Finanzplatz Schweiz einfach weniger attraktiv, weil es natürlich so, dass auch im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb, für uns als Fintech so eine Regulierung, wenn wir einen Kunden bedienen dürfen mit 1.000 Franken innerhalb 24 Stunden, ohne dass wir ihn onboarden müssen, ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Finanzplätzen. In Deutschland gilt die Regel 1.000 € einmalig im Jahr und alles, was darüber hinaus vom Kunden getätigt wird, muss er das GWG-File haben. Also das heißt, die Amerikaner haben jetzt hier einfach dafür gesorgt, dass der Finanzplatz Schweiz in seiner Attraktivität verliert. Während in den USA es komplett ohne jegliche Regulierung möglich ist. Ja. Genau, also hier wird es nochmal teurer und die Regulierung in den USA ist nicht besser. Also das heißt, die Amerikaner haben jetzt nicht entschieden, eine bessere Regulierung zu machen, sondern sie haben einfach gesagt, wir nehmen jetzt mal ein paar Banken vom Markt, die bisher da die Anführer waren und gucken mal, wie es weitergeht. Aber es gibt eigentlich im Bereich Regulierung keine Fortschritte, die man aus USA hat, weil sie müssten für eine nationale Regulierung eigentlich jetzt einstehen. In Miami ist es ja genauso wie in Delaware. Da kann ich auch ohne Bankkonto und Konto eröffnen. In Miami kann ich eine Krypto-Exchange eröffnen, ohne dass es vom Bundesstaat irgendwelche Auflagen gibt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nicht mal geprüft, ob ich eine kriminelle Vergangenheit habe. Ich muss nirgends einen Antrag ausfüllen. Das heißt, ich kann einfach morgen ein Schild an mein Büro machen, ich bin Krypto-Exchange. Und je nachdem, wie viele Kunden ich bekomme, kann es sein, ich wachse unheimlich schnell und dann auch natürlich außerhalb von Miami.
Dürfen jetzt europäische, ich meine, David, so eine Crypto-Exchange in Miami zum Beispiel, darf die jetzt auch Kunden in Europa anwerben oder dafür Werbung machen in Europa? Also du hast ja gesehen, FTX mit 5 Millionen Nutzern, davon 1 Million in den USA und 4 Millionen außerhalb von USA, ist es natürlich auch ein Geschäftsmodell, das die Amis fahren, weil die FTX-Nutzer außerhalb von USA wurden nicht entschädigt. Und hinterher ist auch die Frage, wird ein FTX-Nutzer, der außerhalb USA ist, überhaupt was sehen? Weil es ist immer noch Processing, aber man hat einfach das Problem als Kunde, und das sollten auch alle Europäer jetzt genau zuhören, wenn sie bei amerikanischen Exchanges ein Konto aufmachen, inwieweit sie dann als Zweiklassengesellschaft behandelt werden im Falle einer Schließung dieser Exchange. Und nur die amerikanischen Kunden gegebenenfalls rausgekauft werden. Siehe auch Too Big to Fail Gesetz in der Schweiz. Also normalerweise hätten nur die Schweizer Kunden gerettet werden müssen bei der Credit Suisse und alle anderen Kunden hätten letztendlich Probleme bekommen. Wahrscheinlich hätte die FDIC auch für Credit Suisse USA bis zu 250.000 diese Versicherung bezahlt. Aber alles, was darüber hinaus wäre dann für Kunden, die bei Credit Suisse Kunde sind und keine Schweizer sind, schlecht ausgegangen. Also da sind wir gar nicht so unterschiedlich im Bereich Krypto, wie wahrscheinlich im Bereich Banken sind, dass man erstmal halt eine nationale Strategie verfolgt im Ernstfall. Aber das muss einem bewusst sein und deshalb sage ich, wir haben jetzt wahnsinnig viel gelernt aus dieser Bankenkrise, die ja nicht offiziell als Krise bezeichnet werden darf. Was ja auch schon erschreckend ist. Es ist ähnlich, erinnert mich an Russland, wo man von einer Spezialmission in der Ukraine redet und nicht vom Krieg. Das Gleiche machen aktuell die Zentralbanken, die sagen, wie sicher ihr System ist. Also je öfter ich das Thema sicher höre, desto unsicherer fühle ich mich. In der Tat, so. Es bleibt also spannend, das Thema, Simon. Und ich denke, wir werden uns nicht das letzte Mal unterhalten und getroffen haben. Nein, also wir freuen uns und auch nochmal Feedback. Nach dem letzten Podcast kamen einige spannende Kunden auf uns zu, auch Vereine. Und ich denke, es ist auch nochmal ein Unterschied vielleicht zu einer Bank, dass wir hier wirklich auch für Vereine offen sind und nicht von vornherein jemand als Kunden ablehnen. Da habe ich doch auch interessantes Feedback bekommen nach dem letzten Podcast. Ah, sehr schön. Das ist gut, das haben wir gern. Ja, toll. Also freut mich auch sehr auch für euren Input und ich denke, ja, wir müssen einfach warten, was die nächsten Wochen, Monate bringen, weil meiner Meinung nach ist diese Situation nach wie vor sehr angespannt. Auch die Haftbefehle, die ich jetzt von der SEC gesehen habe, die gestern erlassen wurden gegen Influencer, die für Kryptoprojekte Werbung gemacht haben, die sich vielleicht auch gar nicht der Reichweite bewusst waren zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt einfach auch Bauernopfer sind zum Teil, was nicht schön ist. Also wir werden noch einiges die nächsten Wochen, Monate, denke ich, sehen, was als Belastungsprobe für den Kryptobereich sich darstellt. Auf der anderen Seite haben wir so viele innovative Entwicklungen in der Pipeline. Zum Beispiel Ethereum hat den Shanghai-Update, der diesen März noch kommt. Das bedeutet zum Beispiel das Thema Skalierbarkeit, was immer ein großer Nachteil im Bereich Krypto war. Wir können aktuell bei Ethereum 20 bis 25 Transaktionen die Sekunde machen. Visa als Vergleich macht 40.000 Transaktionen die Sekunde. Und nach diesem Shanghai-Update sind wir also in der Lage, dass Ethereum bis zu 160.000 Transaktionen die Sekunde verarbeiten kann, was wiederum das Ganze dann auch natürlich für Unternehmen interessanter macht. Und ich sehe den nächsten Bullrun im Bereich Krypto, in dem jetzt Unternehmen, nämlich genau auch aus dem Grund, was ich euch beschrieben hatte, zu diversifizieren, auch zu dem Thema zahlungsfähig zu bleiben, stärker auch in den Bereich Krypto gehen und dort auch Zinsen, weil Ethereum bietet dann 4 oder 5% Verzinsung an, eigentlich neue Optionen geben, Geld, sage ich mal, direkt in einem Protokoll zu speichern, um somit auch das Protokoll zu unterstützen, die Community zu unterstützen. Und trotzdem, und das ist das Schöne bei FTX, hat man es gesehen,
FTX hatte sich auch Geld geliehen aus dem dezentralen Finance-Bereich, musste aber ein Collateral hinterlegen und die mussten mehr hinterlegen, wie sie rausgenommen haben. Und in dem Moment, wo FTX in Schieflage kam, hat automatisch das dezentrale Finance-Protokoll alle hinterlegten Kryptowährungen verkauft, um sozusagen das, was FTX rausgenommen hatte, wieder zu kompensieren und hat somit keinen Verlust gemacht. Also man sieht, es ist möglich, ein vertrauenswürdiges Finanzgeschäft mit einer Partei oder einem Smart Contract zu machen, den man nicht kennt und dem man nicht vertraut. Also das ist das Schöne und da bin ich sehr zuversichtlich, dass Unternehmen auch im Bereich Payments jetzt stärker in den Bereich Krypto einsteigen und das haben wir hauptsächlich Ethereum zu verdanken, die jetzt nicht nur 95,7% des Stroms sparen, weil sie umgestellt haben, sondern weil sie auch im Bereich Skalierbarkeit jetzt einfach in die Champions League aufgestiegen sind. Und das sind natürlich alles Dinge neben der Transparenz, die zusätzlich geschaffen wird, die auch für Regierungen letztendlich zeigen, dass Krypto nicht nur einen kriminellen Hintergrund hat, sondern dass die Kryptowährungen wirklich da sind, um für mehr Inklusivität und Transparenz im Markt zu stehen. War doch ein schönes Schlusswort. Wünschen wir dir auf alle Fälle mit deinem Unternehmen alles Gute. Okay, danke dir. Danke euch. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.